Also, kleine Zusammenfassung. Die Drohne ist gegen einen Baum gekracht, ist in den See gefallen, der schmutzig war und vielleicht sogar ein bisschen salzhaltig. Ich habe die Drohne mit den Füßen ertastet, wieder rausgeholt. Die war vielleicht 5 Minuten im Wasser, 10 Maximum. Ich habe sie getrocknet, gesäubert und jetzt funktioniert die Drohne wieder. Und wie ich bis dorthin gekommen bin, das zeige ich in diesem Clip. Also viel Spaß und ich hoffe, er ist ein bisschen lehrreich oder gibt zumindest Hoffnung für diejenigen, deren Drohne ins Wasser gefallen ist und offenbar nicht mehr funktioniert. Ich muss dazu sagen, ein Reparaturshop hat sogar gesagt, sorry, also wenn so eine Drohne ins Wasser gefallen war, dann reparieren wir das nicht mehr. Also, genießt den Clip. Tschüss. Ja, diese Drohne ist ins Wasser gefallen. Mechanisch scheint nichts kaputt zu sein. Das Wasser war allerdings ein relativ schmutziger Teich. Deswegen war hier bei den Propellern zum Teil irgendwelches, da sieht man es, so Schlamm und Gras. Deswegen würde ich zum Trocknen nicht nur diesen Reistrick benutzen, also einen Tag in einem Sack mit Reis lassen, der die Feuchtigkeit rauszieht. Und auch nicht nur den Föhn, denn ich habe das mit einem Föhn auch ein bisschen getrocknet, sondern jetzt werde ich hier mal Alkohol reintun und das darin baden und mal schauen, ob die Drohne nachher noch funktioniert. Ich weiß natürlich nie, ob das an dem Reis liegt oder an dem Föhn oder an dem Alkohol, aber ich habe alles 3 gemacht und wir wollen mal schauen, ob die Drohne nachher wieder funktioniert. Werde ich sie erstmal hier in Alkohol baden, so 10 oder 15 Minuten, dann muss sie einen Tag lang trocknen. Dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich muss dazu sagen, die Drohne war etwa 5 Minuten, zwischen 5 und 10 Minuten in dem Wasser. Ziemlich trübes Wasser und halb im Schlamm. Mit den Füßen habe ich dann gefühlt, wo sie war. Aber die Positionslichter gingen danach noch. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Die Batterie selber allerdings funktioniert nicht mehr. Die funktionierte zwar, als die ich aus dem Wasser holte, aber irgendwas muss danach passiert sein. Denn sie ist völlig entleert und wenn ich sie an das Ladegerät anschließe, scheint sie auch nicht zu laden. Ich stecke sie auch mal in den Alkohol, wer weiß. Kaputter gehen kann sie ja nicht. Mal schauen, was dann passiert, ob irgendetwas passiert. Fühlt sich schon komisch an, aber auf YouTube habe ich gesehen, dass es manchmal funktioniert, sogar wenn die Drohne in Salzwasser fällt, was mich sehr wundert, denn meistens ist danach alles kaputt. Ich lasse sie mal 10 Minuten hier drin, wird sie auch mal umdrehen. Ein komisches Gefühl. Ein seltsames Küchengericht. Ich stelle fest, das hier lässt sich ganz leicht drehen. Hier ist ein kleiner Widerstand dabei. Also auf der Rückseite, der hier lässt sich auch leicht drehen, der hier allerdings nur mit Schwierigkeiten. Also entweder ist er doch mechanisch etwas verbogen, wo ich das von außen nicht erkennen kann. Also hier in diesem sind vielleicht auch Gräsern hängen geblieben oder irgendwelchen Schlamm, den ich mal suchen muss und versuchen werde, mit einer Nadel rauszupulen. In der Tat, hier mit einer Nagelfeile bin ich einfach hier in diesen Schlitz gegangen, da einmal rumgefahren und jetzt dreht sich das hier wieder leicht.
Hier an diesen Entlüftungsschlitzen bzw. Belüftungsschlitzen gibt es wie so ein Gitter, das sieht man vielleicht hier ein wenig. Also große Gräser werden da wohl nicht eingesogen, allenfalls das schmutzige Wasser, was hoffentlich durch diesen Alkohol ausgewaschen wird. Die Batterie lege ich auch mal da rein. Wie ich schon sagte, kaputter kann sie ja nicht werden. Und da ich 2 Ersatzbatterien habe, sollte die Drohne wieder fliegen, wird auch das hoffentlich weiter funktionieren. Noch nie war die Drohne so sauber. Hier mein Namens- und Adressenetikett, das muss ja auf so einer Drohne drauf sein, ist blitzblank und sauber. Aber ob sie fliegt und funktioniert oder überhaupt angeht, das werde ich erst morgen wissen. So ein wenig schüttel ich sie auch, beziehungsweise lasse den Alkohol einfließen und wieder rausfließen, damit eben irgendwelche Unreinheiten oder Schmutzwasser, was da drin sein sollte, hinauskommt. Übrigens, die Filmaufnahmen von den 3 Tagen vor dem Crash, die konnte ich retten, denn die wurden ja auf die App am Telefon geschickt über Funk, was ich eine gute Maßnahme finde. Die Fotos gingen allerdings verloren und die SD-Karte scheint leer zu sein. Also die wurde irgendwie gesappt. Jedenfalls habe ich noch keinen Weg gefunden, um da irgendwelche Informationen wieder herauszubekommen. Ja, so, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Die Drohne hat jetzt fast einen Tag Gelegenheit gehabt, dass der Alkohol verdunstet. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich mache das hier im Freien, denn wer weiß, wie das reagieren wird. Hier an diesen Batteriekontakten sehe ich komische Ablagerungen. Also auf YouTube habe ich zum Teil gesehen, dass manche die Drohne mehr oder weniger auseinandernehmen und dann alle Kontakte mit einer Zahnbürste und Alkohol wegputzen. Also wenn sich die Drohne jetzt überhaupt nicht regt, muss ich das vielleicht auch machen. Gefällt mir nicht diese Idee, weil das sehr kompliziert ist. So, mal schauen, was passiert. Ah, das Licht geht an. Schon mal ein gutes Zeichen. Ha! Sogar die Kamera orientiert sich, aber wackelt nicht sehr stark. Ich werde mal den Controller anschließen. Nun, ich kann nicht gleichzeitig den Controller am Telefon anschließen und filmen, aber ich schließe jetzt mal an und berichte. Also die Drohne ist zwar an, aber es gibt doch einige Fehlermeldungen. Unter anderem gibt es hier am Gimbal Probleme. Das ist entweder doch noch Sand oder Staub, der irgendwie in der Mechanik drin ist, oder ein paar von diesen Steuerungskabeln sind doch kaputt. Außerdem gibt es eine Batteriewarnung. Also so ganz 100% ist das noch nicht. Vielleicht muss ich dann doch noch mal im Detail putzen. Aber es bewegt sich ein wenig. Ganz habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Auch hier sieht man noch Ablagerungen an den Gelenken von den Rotorarmen. Also nur spülen hat das wohl nicht so ganz sauber gemacht. Aber dass etwas funktioniert, finde ich schon mal gut. 2 Tage später, kaputter als kaputt kann ich die Drohne ja nicht machen. Also habe ich wieder einige Sachen gekauft. Zum einen destilliertes Wasser, dann Alkohol, um es nachher zu trocknen. Hier Ohrenwattestäbchen, um
da zu putzen, wo es vielleicht geht. Mal schauen, ob ich die überhaupt aufbekomme. Und ein bisschen Werkzeug, so Spezialschraubenzieher, ganz kleine Schraubenzieher, um diese Schrauben hier wegzubekommen. Eine Schale, damit ich die Schrauben nicht verliere. Und dann eine große Schale, wo ich dann den Alkohol oder das destillierte Wasser zunächst mal reintue, um das zu tunken. Vielleicht muss ich auch noch eine Zahnbürste nehmen. Also jetzt werde ich mal schauen, wie weit ich mit dem Reinigen und dem Auseinandernehmen komme. Man sieht hier am Gimbal doch noch einige Ablagerungen. Also das Bad im Alkohol alleine hat wohl nicht gereicht. Da muss ich wohl tatsächlich mit einer weichen Zahnbürste ran. Aber vielleicht sind es wirklich auch nur diese Ablagerungen, die den Gimbal hier beeinflussen. Also muss ich noch ein bisschen weiter putzen. Also hier nochmal der Schlamm, der sich da an der Kamera am Gimbal festgesetzt hat. Das werde ich jetzt mal mit destilliertem Wasser versuchen wegzubekommen und diesen Wattestäbchen. Gut, normales Leitungswasser ginge vielleicht auch, aber das hat ja auch einige Rückstände und ist dann doch noch einen kleinen Tick leitfähiger als destilliertes Wasser. Hier da muss man vorsichtig sein, denn hier, das ist ja das elektronische, eines der elektrischen Kontrollkabel, aber hier unten gibt es doch eine ganze Menge noch Fäden und andere Verunreinigungen, die vielleicht doch diesen Gimbal hier an der Bewegung gehindert haben und die Fehlermeldung verursachen. Naja, das ist also ein Arbeitsbereich. Wenn man sieht, hier ist doch eine ganze Menge Schmutz drin gewesen im Bereich der Aufhängung der Kamera. Aber ob das alleine den Fehler verursacht, glaube ich nicht. Ansonsten scheint hier nichts verbogen zu sein. Mit der Hand kann man alles leicht bewegen. Bevor ich die Drohne aufschraube, werde ich doch noch mal schauen, ob vielleicht allein das die Fehlermeldungen beseitigt und die Batterie einlegen. Mal sehen, was passiert. Vorher aber doch noch diese Kontakte hier ein wenig reinigen. Das sieht ja nicht so toll aus, da hat das Wasser ganz klar gewirkt. Das mache ich jetzt allerdings mit Alkohol. Ja, mit den Wattestäbchen komme ich nicht hier zwischen, also habe ich hier eine Nagelfeile und mit der schabe ich hier ein bisschen dieses grüne Oxidat ab und mache es dann mit den Wattestäbchen wieder weg. Das Geräusch ist da, die Kamera bewegt sich. Mal schauen, ob es Fehlermeldungen gibt. Tja, also ist doch noch nicht in Ordnung. Da muss ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr putzen und schauen, was daran kaputt sein könnte. Hier unten, dieser Teil wird auch sehr, sehr warm und normalerweise müsste jetzt schon längst der Ventilator an sein. Der ist es aber nicht. Also ich glaube, ich komme nicht drum herum, die Drohne aufzumachen und vielleicht da etwas zu putzen. Ja, auf YouTube gibt es etliche Filme, die zeigen, wie man das hier auseinander nimmt, wie man das aufmacht. Auf YouTube werden solche Clips oft Teardown, also Abriss vom DJI Mavic Pro genannt. Also man muss diese Schrauben hier lösen, oben und unten, und dann das ein bisschen mit Gewalt aufbiegen und abnehmen. Die Drohne ist über 3 Jahre alt, also Garantie gibt es keine mehr drauf und deswegen verliere ich auch keine Garantie, wenn ich das jetzt selber aufbastle. Das ist jetzt erstaunlich fest und erklärt vielleicht auch, wieso die Dinger relativ wasserdicht sind und überhaupt zum Teil im Wasser überlebt hat. Ich scheue mich
ein bisschen davor, da sehr viel Gewalt anzuwenden. Geht schon besser. Aber ganz geht es noch nicht weg. Diese Ablagerungen auch da im SD-Karten-Slot sind doch ein bisschen verdächtig. Mir wurde gesagt, dass das Wasser da in Alicante relativ salzhaltig sei. Das wäre natürlich dumm, wenn in diesem Wasserhindernis das Wasser etwas salzhaltig gewesen wäre. Das erklärt vielleicht auch, wieso das jetzt so schwer ist, diesen Deckel hier abzumachen. Entweder ist das eine Dichtung oder eine mechanische Bremse, die diese Drohne mit sich bringt, oder die Ablagerungen haben das irgendwie zugeklebt. Das ist mir also noch ein Mysterium. Hier im hinteren Teil gibt es eine Kabelverbindung, eine Elektroverbindung zwischen diesem Deckel und dem unteren Teil, wie ich auf einem anderen YouTube-Video gesehen habe. Deswegen möchte ich hier nicht hier weiter aufmachen, sondern müsste eigentlich das von vorne nach hinten kippen. Also so aufmachen, wenn das irgendwie geht. Was den Deckel vorne festhält, sind Schrauben, die sich unter diesen Deckeln hier befinden. Die sind schwer wegzubekommen. Also mal schauen, wie ich das schaffe. Einfach diesen Schlüssel hier reinbringen und voilà. Es geht weg und siehe da ist auch schon aller möglicher Dreck drin. Also das Öffnen und Säubern ist vielleicht doch ein guter Ansatz. Hurra, es klappt. Vorsichtig aufmachen. Also ich sehe doch ein wenig Ablagerungen, aber doch nicht allzu viele. Ich werde mal putzen, was ich kann. Hier mit diesem Kabelbaum muss man sehr, sehr aufpassen. Ich lasse den mal drin. Ich traue mich nicht, das sehr viel weiter aufzumachen, denn große Ablagerungen, sehr viel Schmutz oder so, sehe ich nicht hier drin. Das Alkoholbad vor 2 Tagen müsste eigentlich das meiste gesäubert, halbwegs gesäubert und getrocknet haben. Aber vielleicht gab es bald doch am Anfang irgendwo einen Kurzschluss. Denn dass der Ventilator nicht mehr geht, finde ich verdächtig. Tja, ich kann es nicht glauben. Ich habe das alles geputzt, wieder zusammengebaut und dann habe ich hier am Gimbal geputzt und dann etwas WD-40 gespritzt. Der Ventilator geht wieder, das ist gut, das ist toll. Aber ich bekomme trotzdem noch eine Gimbal-Warnung. Aber dass der Ventilator geht, ist schon mal ein Fortschritt. Ich bin doch sehr gespannt, ob das Ding doch noch mal eines Tages wieder funktionieren wird. Also wie ist der Status nach ein paar weiteren Tagen? Also gute Nachricht. Zunächst einmal habe ich getestet, ob die Drohne überhaupt fliegt, ob zumindest die innere Elektronik in Ordnung ist. Und in der Tat, die Drohne hob ab, bleibt stabil, lässt sich drehen, rauf und runter. Die Landesensoren funktionieren auch gut, also war es wirklich nur ein Gimbal-Problem. Die Kalibration blieb aber immer bei 5% stecken. Und ich habe geschaut, es gab keine Verschmutzung mehr, nichts. Also alles hat sich frei bewegt, Kalibrierung bei 5% stecken geblieben. Aber dann sah ich bei YouTube auch einen Clip, wo gezeigt wurde, dass wenn man die Drohne beim Starten so hält, einfach so hält und dann aufstarten, dass es dann sich stabilisiert. Und in der Tat, diesmal hat das geklappt. Ich habe die Drohne gestartet, die Kamera hat sich stabilisiert und dann konnte ich sicherheitshalber, konnte ich die sogar am Computer die Vision Calibration machen, also die Muster nachfahren, sowohl mit der Kamera, die unten am Boden ist, als auch mit den Frontkameras. Und
siehe da, es klappt wieder. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt hoffe ich nur, dass mir bei einem nächsten Flug die Drohne nicht aus Versehen irgendwo wegfliegt und es vielleicht doch irgendwo ein kleines Problemchen innen drin gibt. Aber ich muss sagen, die Drohne ist baden gegangen, sie ist in den See gefallen, der schmutzig war, und jetzt funktioniert die Drohne wieder.